Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Update-Video hier aus der Brickworld. Und auch heute geht es hier weiter an diesem großen Projekt. Daran können wir momentan sehr gut weiterarbeiten, weil es eben vollkommen abgelöst ist von eventuellen Umzügen etc. Ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, der Elektriker wird am Montag um 8:30 Uhr kommen und es am Montag auch fertig machen. Da bin ich schon mal sehr, sehr froh darüber, dass der Termin so zeitnah passieren kann. Das heißt, ich werde dann wahrscheinlich auch nächste Woche das Ganze drüben die ganzen Wände richtig machen können. Also da muss ja einiges ausgebessert werden und gestrichen werden. Das schaffe ich vielleicht dann auch nächste Woche. Und dann kommen wir der ganzen Umzugsgeschichte schon mal deutlich näher. Dass der Elektriker kommen kann, finde ich sehr, sehr praktisch, weil alle anderen Elektriker tatsächlich Probleme haben. Vor allem teilweise sind die krank, nehmen wir an, teilweise auch Corona und dergleichen. Andererseits auch teilweise ausgelastet durch eben Baustellen, die jetzt noch irgendwie schnell was machen wollen. Und bei dem Elektriker, den ich jetzt habe, der nicht so weit weg ist, ist tatsächlich der Vorteil, dass eine Baustelle sich etwas verschiebt und deshalb hat er Zeit, das am Montag zu machen. Und da bin ich sehr, sehr froh. Heute wollte ich eigentlich hier im Bankbereich weiterarbeiten. Das Problem ist, die Steine, die ich bestellt habe, um vor allem auch die Fenster einzubauen, die sind heute leider nicht gekommen. Das heißt, das wird heute leider nichts. Das heißt, wir arbeiten heute vermutlich doch nochmal in dem Bereich weiter und schauen mal, wie es da hinten sich weiterentwickelt. Und auch vielleicht da hinten, da müssen wir nochmal schauen, wie wir das Restaurant einbauen. Ich schaue einfach mal, was sich heute so ergibt und ich hoffe, ihr seid gerne dabei. So, nicht wundern, ich habe das Ganze mal umgedreht. Das ist jetzt die Rückseite des ganzen Komplexes, die dann später hier Richtung Stadtmauer stehen wird. Und zwar habe ich jetzt mal hier angefangen, ein bisschen weiter durchzuplanen. Zwar wird es so sein, dass hier in unserer Kanzlei wird hier eine Treppe hochgehen, ebenso hier drüben, die wird dann hier weiter hochgehen. Das waren auch einige die Ideen von euch in den Kommentaren. Ansonsten wird es so sein, dass es sowohl hier als auch hier eine Tür sein wird, wodurch dann nach hinten 2 Büros sein werden oder andere Räume. Ich bin noch nicht ganz sicher, was ich daraus mache. Ansonsten habe ich hier angefangen, diesen Nebeneingang zu machen, der ja dann nach oben führen wird, um zu den Wohnungen zu kommen. Das sollen so angedeutete Briefkästen werden. Auch da geht dann eine Treppe nach oben, weil die Wohnungen werden jetzt tatsächlich nur im oberen Bereich sein. Ich weiß nicht, ob im ersten Stock schon was sein wird, wahrscheinlich nicht, vielleicht erst im zweiten Stock. Jedenfalls ist das die Idee, da hochzukommen. Und hier hinten habe ich mir gedacht, dass man dann hier vielleicht auch noch einen kleinen Laden haben wird, der dann sozusagen hinten bei dem Weg sein wird, Richtung Altstadt, dass hier noch ein kleiner Laden reinkommt. Was genau, weiß ich noch nicht, aber ich glaube, das ist auch noch eine ganz nette Geschichte. Das wird ein Teil dieses Gebäudes sein, er wird aber in diesem hier mit drin sein und ich glaube, dadurch kriegen wir eine ganz schöne Abwechslung hier in diesem größeren Gebäudekomplex. Ich habe auch die Wand hier weiter vorgezogen. Vorher war es bis hierher gefliest und wir kriegen jetzt auch hier einen ganz guten Übergang zwischen den beiden verschiedenen Ebenen hin und ich glaube, das wird auch eine ganz nette Geschichte hier drin. Und damit herzlich willkommen zurück auf der Großbaustelle hier in der Brickworld. Und zwar seht ihr jetzt hier einiges an Veränderungen und zwar habe ich jetzt doch hinbekommen, da mit viel Tüftelei einen Plan hinzubekommen, wie das Ganze ineinander passt. Und zwar haben wir jetzt hier außen die Front von dem Gebäude, habe ich jetzt mal mit so Dark Bluish Grey teils verkleidet, einfach um ein bisschen mehr Kontrast noch in die Fassaden zu bringen. Oben drüber wird es dann nicht mehr in Dark Bluish Grey sein, das habe ich nur hier unten gemacht. Hier unten wird ein kleiner Souvenirladen entstehen. Ich weiß nicht, ob ich es gerade schon mal gesagt hatte. Es wird auch nicht so viel größer werden, vielleicht noch bis hierhin. Da können dann so ein paar Souvenirs verkauft werden. Ist man relativ nahe an der Innenstadt. Hier kommt man hier vorbei, wenn man zum Beispiel beim Pariser Restaurant war. Das muss ja auch noch irgendwo hier reinkommen. Und dann hochgeht zur Altstadt, beziehungsweise runter zum Strand. Dann haben wir hier, wie gesagt, den Eingang in das tannfarbene Gebäude. Um dann zu den Wohnungen zu kommen. Dafür habe ich jetzt hier unten leider nicht noch mehr gefunden für die Briefkästen. Das habe ich aber schon auf meine Wanted-List gesetzt. Ich habe hier unten noch ein bisschen weiter designt. Das hier wird der Handlauf. Der ist hier unten umgebogen um 90 Grad eingesetzt. Das wird dann hier oben auch nochmal reingesetzt. Dann haben wir hier so einen kleinen Handlauf. Und wir haben es hinbekommen, dass wir tatsächlich jetzt hier eine durchgehende Wand haben, die jetzt direkt hier rüber geht in das erste Zimmer hier in der Kanzlei. Hier habe ich noch eine Lampe angebracht, die ist auch aus dem Set mit der Polizeistation direkt übernommen. Und hier drin habe ich jetzt einfach mal andere Farben genommen. Also unten so einen, man könnte es Fußbodenleiste nennen, eben in Light Bluish Grey, die Wände selber in Weiß. Dann habe ich hier angefangen, so ein Regal zu bauen. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob der Abstand ganz gut ist, um einfach ein paar Sachen draufzustellen, damit es halt nicht zu leer wird. Beim Boden bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, aber es fügt sich langsam alles zusammen, wenn man jetzt mal so schaut. Wir sind jetzt ja hier tatsächlich am Ende angekommen dieses Gebildes. Und man sieht jetzt hier, wenn man hier mal außen rum geht,
dass da die Fassade doch schön zusammenpasst und man sieht dann jetzt auch mal von oben, wenn man drauf schaut, wie sich das alles zusammenfügt. Ich bin sehr zufrieden damit. Es läuft besser, als ich dachte. Ich bin sehr zufrieden damit. Ich werde noch ein bisschen weiterbauen, denke ich heute. Aber wir haben hier auch planungstechnisch heute ganz schön viel erreicht und sind auf einem guten Weg, was diesen Häuserblock angeht. Und das dürfte dann auch der Endstand für das heutige Update sein. Da sind wieder einige Steine und einiges an Zeit hineingewandert, vor allem die Austüftelei, wie das Ganze hier hinten laufen soll. Hat einige Zeit gekostet und ich glaube, dass der Platz jetzt optimal ausgenutzt ist. Wie ihr seht, habe ich jetzt hier diesen Raum weiter nach vorne gezogen bis zum Ende des Moduls. Und hier bauen wir jetzt ein ähnliches Design, wie ich gehe mal auf die andere Seite. Dann übernehmen wir jetzt grundsätzlich das Design von hier vorne und setzen da später auch Fenster ein. Aber ich denke nicht so hohe Fenster, sondern eher halbhohe Fenster. Da habe ich ja auch noch irgendwelche rumliegen. Aber wir übernehmen grundsätzlich das Design ein bisschen. Das wäre dann die finale Größe für diesen kleinen Souvenirladen. Ich glaube, das ist eigentlich ganz okay so. Ist halt wirklich ein ganz, ganz kleiner Souvenirladen, der hier vorne halt ein bisschen versucht, Sachen an Touristen zu verkaufen. Den Handlauf habe ich jetzt hier mal eingeklemmt, weil der da nach oben stand, weil ich hier oben noch nicht fertig bin, um den irgendwie zu fixieren. Sonst stand der immer hier mitten im Raum. Und ich habe jetzt hier noch ein bisschen den Raum weitergebaut. Also da geht es hier um die Ecke, wie gesagt. Und wir, glaube ich, werden dann hier ungefähr in der Mitte wieder eine Wand reinsetzen und dann von der anderen Seite nochmal einen Raum reinbauen. Ich denke, das hier wird irgendwie ein kleines Büro von irgendwelchen Angestellten. Und wie auch in den Kommentaren öfters geschrieben wurde, ich glaube, oben kommen dann die beiden Büros und wahrscheinlich auch noch ein Konferenzraum von den beiden Anwälten. Also wir gehen hier noch zum Logo von Kirk und Johnson. Und ich habe hier noch ein neues Design für den Boden angefangen. Da könnt ihr mir auch mal schreiben, wie ihr das findet. Ich habe einfach mal gedacht, wir machen jetzt mal noch ein bisschen was anderes rein. Ich glaube, es passt eigentlich auch ganz gut zu den eher weißen Wänden hier. Ich wollte hier grundsätzlich eher wirklich einen Kontrast haben zu diesen sehr, sehr gediegenen hier außen. Aber ich glaube, das könnte ganz gut passen. Wenn wir hier noch Fenster reinbauen, denke ich, dann sieht das Ganze auch so aus, dass wir hier schon reinschauen können später, wenn auch Beleuchtung drin ist. Und dieser Übergang hier gefällt mir auch ganz gut. Und dann geht hier innen drin die Treppe nach oben für die Wohnungen, die wahrscheinlich nicht in dem Stockwerk sind, sondern noch mal ein Stockwerk höher. Und da ist natürlich die Frage, ob das Gebäude tatsächlich nur ein Stockwerk bekommt für Wohnungen oder zwei, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Da müssen wir mal schauen, auch wie groß die Wohnungen werden. Ob das eher so kleine Zimmer werden oder auch ein großes Apartment. Mal schauen. Vielleicht machen wir das Ganze auch so, dass das Ganze übergreifend ist auf das andere Gebäude drüben, wo ja die Bank sein wird, dass es dann irgendwann mal so einen Durchbruch gab. Das kann man natürlich auch machen. Da könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Aber grundsätzlich glaube ich, ist es eine ganz nette Idee, hier auch ein paar Wohnungen mit im Wohnkomplex zu haben. Ansonsten bin ich, wie gesagt, sehr zufrieden mit dem Fortschritt. Es geht voran und ich finde auch, dass das jetzt sich langsam sehr gut zusammenfügt. Und ich glaube, das wird ein ganz schönes Highlight dann später hier, wenn wir dann umziehen, rüber und das Ganze dann hier vorne an der Brücke seinen Platz findet. Wie gesagt, ich bin auf jeden Fall zufrieden. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt, wie es hier weitergehen kann. Und ich habe die Meldung bekommen, dass mein Paket mit den Teilen für das Erdgeschoss der Brickbank unterwegs ist. Kommt angeblich morgen. Und dann können wir wahrscheinlich auch in einem der nächsten Updates endlich hier die super tollen Fenster einbauen und hier bei der Bank ein bisschen weiterbauen. Ja, ansonsten bleibt mir nur sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für euer Feedback. Das hilft mir natürlich immer sehr, sehr, sehr. Und dann bleibt mir nur zu sagen, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal hier in der Brickworld und tschüss.